Wir haben hier eines der eindrucksvollsten und wichtigsten, vielleicht auch beeindruckendsten Bilder in der Archäologie vor uns. Eine Gruppe von Menschen hier, eine Frau, einen Mann und zwei Kinder, die liebevoll umschlungen liegen, die also Bein in Bein, Arm in Arm, Hand in Hand mit küssenden Gesichtern im Grab zueinander gerichtet und drapiert sind. Was hat es mit diesen Menschen auf sich? Sie sterben alle gleichzeitig in der Zeit der Kultur der Schnurkeramik, also so 2250 vor Christus, sind also mehr als 4500 Jahre alt, und sie sterben eines gewaltsamen Todes, das wissen wir. Das Aufregende ist aber, dass das die erste Kernfamilie ist, die wir archäologisch nachgewiesen haben, und zwar durch Kern-DNA. Das war eine Sensation, das war zu dieser Zeit die älteste Familie, die wir weltweit kannten. Familienkonzepte sind ja umstritten, wie lange es die gibt. Wir wissen hier in Mitteldeutschland auf alle Fälle seit 4500 Jahren. Das besonders Anrührende an dem Fall ist aber, dass offenbar alle 4 Personen dieser Familie ermordet sind und dass der Vater, ein fähiger Krieger, wie wir an den Knochen sehen, die Familie offenbar verbissen verteidigt hat. Er hat ungeheuer starke Muskelansätze, er hat alte Kriegsverletzungen und er hat ganz frische Abwehrverletzungen der Unterarme und vor allem der Hände. Er muss sich also heftig gewehrt haben. Die Familie wurde nicht aus der Ferne getötet durch Pfeile oder Ähnliches, sondern durch stumpfe Gewalt. Und der Mann ist gezeichnet als Statusträger, als jemand, der hier eine Streitaxt dabei hat, ein Krieger in einer Phase der Schnurkeramik, in der normalerweise nicht viel mitgegeben wird. Wenn wir dann hier das nächste Grab uns ansehen, es sind ja mehrere Gräber gefunden worden, insgesamt 4, wir haben hier 3 ausgestellt, dann sehen wir eine Frau, so um die 30 Jahre alt, die ein Mädchen bei sich liegen hat, von der wir hier nur den Schädel sehen. Und ein erster Blick, ein genauer Blick auf die Frau ergibt, dass im zweiten Lendenwirbel eine Steinpfeilspitze steckt, die ist tief eingedrungen. Und dort, wo früher das Herz war, steckt ebenfalls eine Steinpfeilspitze. Wir haben nun mit Forensikern des Bundeskriminalamts gesprochen und die sagen mir, um einen solchen Mann, so einen Krieger zu töten, braucht man etliche andere Krieger. Und um so einen perfekten Schuss abzugeben, gleichzeitig, das machen heute professionelle Sniper in der Armee, die schießen gleichzeitig, damit die Person lautlos zusammenfällt. Und das scheint hier geschehen zu sein. Also Profikrieger haben dieser Frau aufgelauert und sie erschossen. Wahrscheinlich am gleichen Tag, im gleichen Ereignis wie diese Familie, denn die C14-Daten fallen in den gleichen Zeitraum. Und das gilt auch für diese Gruppe hier. Hier haben wir keine Familie, sondern nur Bruder und Schwester, wobei das Mädchen etwa 4 bis 5 Jahre alt ist, der Bruder 8 bis 9 Jahre alt ist und er ist schon mit einer kleinen Streitaxt als Krieger gekennzeichnet. Er vertritt offenbar den Vater, denn die Frau ist nicht seine Mutter, die Frau ist wahrscheinlich die Mutter des Babys vor ihr. Möglicherweise, weil sie jung ist, etwa 20 Jahre, ist sie die Stiefmutter. Die erste Frau ist möglicherweise schon verstorben, also die Mutter dieser Kinder. Was ist nun das Besondere? Das Besondere ist, dass es uns nicht nur, dass es so ein Mordfall ist, denn wir finden die erste Familie, sondern dass es uns gelungen ist, im Kiestagebau vom Eulau unter schwierigen Bedingungen mit dem Ausgräber Herrn Ganselmann, hervorragenden Archäologen, dass es uns da gelungen ist, sozusagen das Ganze im Block zu bergen und ohne dass ein Steinchen bewegt wurde, ins Museum zu schaffen und den Kies so zu festigen, dass wir das aufrechtstellen können. Das ist etwas, was Sie sicherlich ganz, ganz selten sehen. Das war uns wichtig. Und warum? Wir wollten es nicht liegend ausstellen. Wir wollten nicht, dass man drüber geht oder das schlecht sehen kann. Wir wollten eine Ausstellung, die würdig ist. Es geht ja immer um ethische Fragen. Es geht nicht darum, Skelette auszustellen. Die Skelette haben immer noch ihre Menschenwürde in gewisser Zeit, auch nach 3.000, 4.000, 5.000 Jahren. Sie sollen nicht zum Objekt werden, sondern es ging darum, die Skelette so sichtbar zu machen, dass man diesen
Tatverhalt, diesen Sachverhalt nachvollziehen kann, dass man diesen Mord nachvollziehen kann, dass man das Beste und das Schlechteste am Menschen sieht, dass man den Mord sieht, aber auch die Liebe der Bestatteten. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen dadurch, dass wir von außen hell leuchten und innen dunkel, sodass man nicht obszön nur die Knochen sieht, sondern die Skelette werden zusammengezogen zu einem Bild, zu einem ganz anrührenden Bild mit dem Effekt, dass man emotional berührt ist von dieser Tragödie, die sich vor mehr als 4500 Jahren in der Mitte Deutschlands ereignet hat. Was ist nun passiert? Was ist das Motiv? Man fragt immer nach dem Motiv des Mordes. Und da geben uns wie immer die Tatwaffen Auskunft. Wenn wir uns die Pfeilspitzen anschauen, dann sind die Pfeilspitzen von Fremden, nicht aus der Kultur der Schnurkeramiker, der die Männer angehören. Die Pfeilspitzen kommen aus einem Gebiet der Schönfelder Kultur, nördlich des Harzes. Die Bestattungen sind südlich des Harzes. Und diese Kultur ist ganz anders. Die Religion ist anders, brandbestattend. Und dieser Kultur haben wahrscheinlich die Frauen in ihrer Jugend angehört. Denn die Strontium-Isotopie der Zähne zeigt uns, dass sie wahrscheinlich nördlich des Harzes aufgewachsen sind. Die Männer und die Kinder südlich des Harzes. Das bedeutet, die Frauen haben fremde Männer geheiratet. Fremde Männer eines anderen Stammes, der Schnurkeramik, die eine andere Religion haben, die eine andere Sprache haben. Es muss ein Motiv gegeben haben, Fremde zu heiraten. Und die Hypothese ist, dass die eigene Gruppe und die eigenen Brüder nicht glücklich waren und in einer Art vielleicht Ehrenmord sogar, um diese Analogie zu bemühen, südlich des Harzes kamen und in günstigen Moment, als vielleicht die Dorfgemeinschaft beim Ernten war und nur diese Leute hier zurück im Dorf geblieben sind, um sie in einem günstigen Moment zu töten, um sich anzuschleichen. Möglicherweise kommt die eine Frau aus dem Dorf, droht, die anderen zu warnen, wird lautlos erschossen und dann geht man ins Dorf und tötet die anderen mit Streitäxten. Wir sehen das zum Beispiel am Kopf dieser Frau, die ist wie auf der Flucht von hinten mit zwei wuchtigen Hieben erschlagen und zwar mit einer breiten Streitaxt, wie sie auch typisch ist für diese Schönfelder Kultur. Das heißt, wir scheinen eine Art Krieg zu haben, eine Art Attentat zwischen zwei Kulturen, eine Art Rache. Und die Archäologie erzählt hier zusammen mit der Forensik, den Naturwissenschaften und vielen Begleitdisziplinen eine Geschichte, eine komplexe Geschichte, die uns die Daten nahelegen, die natürlich nicht so gewesen sein muss, die aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat und die uns zeigt, dass das Beste im Menschen, Liebe und Empathie, schon immer in uns schlummert, genauso wie das Schlechteste, Mord, Lust, Neid und Eifersucht. Und die Bestattung ist etwas ganz Besonderes, denn normalerweise würden die hintereinander liegen und alle zur Sonne blicken, in die gleiche Blickrichtung. Nein, hier blickt sich die Familie an, hier haben wir diese liebevolle Inszenierung und die Forensiker und Kriminologen meinen, das ist schon ein Versprechen auf Rache. Ihr habt uns das Beste von uns genommen, die Familie, wir inszenieren diese Liebe im Grab, aber wahrscheinlich sitzen schon junge Krieger in den Sätteln, um die Täter zu verfolgen. Und wer weiß, ob die Täter ihre Siedlungsgebiete erreichten. Das ist eine Geschichte, wie sie nur die Archäologie schreibt. Wir zeigen sie hier sprechend im Museum. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass der archäologische Befund in sich erhalten wird und nicht auf der Grabung in Kisten zerlegt wird und dann archiviert wird, sondern dass er zusammengefügt hier zu sehen ist, und zwar in würdevoller Art und Weise. Und so nicht nur von schönen Artefakten kündet oder von kulturellen Fortschritten, sondern von etwas, das letztlich auch mit dem Neolithikum in die Welt kommt. Der Krieg, der Kampf um Besitz, der Kampf wahrscheinlich um Land und Gelände, letztlich auch der Kampf um Frauen. Und das ist etwas, was wir in den alten Schriften finden, sei es in der Bibel, sei es im Gilgamesch-Epos, wo immer Sie wollen. Und das ist aber etwas, was uns in weit fernerer Zeit die Archäologie zeigt. Die Archäologie nimmt uns mit auf eine Reise der Anthropologie der menschlichen Gefühle. Und ich denke, das ist etwas ganz Besonderes. Und das können Sie hier in Halle im Museum, wie ich hoffe, bald wieder bewundern.